Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es nochmal um die Amazfit GTS Mini und was ich mit ihr so in den letzten 2 Wochen für Erfahrungen gemacht habe. Und erstmal muss ich sagen, ich finde die Uhr richtig nice. Sie hat ein tolles Design, ist super verarbeitet und das Schöne ist, sie ist leicht. Mit nur 19 Gramm und einer Dicke von 9,1 Millimetern ist sie, wie ich schon erwähnt habe, wirklich angenehm zu tragen. Mir gefällt das Display, was ein AMOLED-Display ist. Es ist ausreichend hell, man kann wirklich auch in direkter Sonne was sehen. Und was auch toll sind, die Farben kommen hier wirklich super rüber. Was mir auch an dieser Uhr gefällt, ist der Akku. Ich glaube, der beträgt, jetzt muss ich echt lügen, 250 mAh und dieser hält tatsächlich sehr lange. Bei der ersten Ladung, mit der ich bei 82% gestartet bin ich 10 Tage ausgekommen. Mittlerweile läuft die Uhr mit der zweiten Ladung bei mir 7 Tage und wir sind jetzt hier bei paar 50%, ich glaube 55 oder 56 und das ist echt nice. Ich meine, es gibt Uhren, die muss man alle 2 Tage aufladen. Was mir auch ganz gut gefällt, oder nein, ich muss jetzt erstmal ein bisschen ausholen, und zwar gab es jetzt für diese Uhr ein Firmware-Update und das hat mich fast zur Verzweiflung gebracht und hätte mein Gesamtergebnis hier ein bisschen negativ beeinflusst, denn dieses Firmware-Update hat dazu geführt, dass meine Schlafaufzeichnungen nicht mehr korrekt waren und das über mehrere Tage. Ich habe die Uhr versucht neu zu starten, habe sie ausgemacht, wieder angemacht. Letztendlich hat nur ein Werksreset was gebracht. Ich meine, das Firmware-Update ist immer noch drauf, auch nach dem Werksreset. Aber sie läuft jetzt wieder und ich bin wieder wirklich happy mit der Uhr und das passt schon. Was mir an den Schlafmodus auch gefällt, ist, dass er nicht nur nachts den Schlaf aufzeichnet, sondern auch tagsüber, wenn man jetzt einen Mittagsschlaf macht oder wegen mir auch ein Nickerchen. Und das ist ganz nice, da kann man so richtig schön seinen Schlafrhythmus und wie man schläft schön beobachten. Zudem zeichnet die Uhr dann noch den REM-Schlaf auf, den Tiefschlaf, leichten Schlaf, Wachphasen und so weiter und so fort. Inwiefern das korrekt ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass zum Beispiel der Nachtmodus, also beziehungsweise die Nachtruhe so circa 22 Uhr beginnt. Das heißt, mir schon aufgefallen, dass wenn ich unten nach 22 Uhr auf dem Sofa sitze und mir eine Serie oder einen Film anschaue und mein Puls dann runterkommt, also richtig schön, ihr wisst, wie ich es meine, dann fängt es an, das schon als Schlaf zu werten. Also da müsst ihr aufpassen. Ansonsten, wenn ihr so, was weiß ich, so ab 20 Uhr, 22 Uhr ins Bett geht, dann läuft das einwandfrei. Die zeigt auch korrekt an, wenn man aufsteht, wenn der Puls also nach oben ist. Und ja, passt schon. Also mir gefällt das ganz gut. Was auch wunderbar funktioniert, ist hier GPS und die Aufzeichnungen sind top. Man muss dann erstmal ein bisschen warten. Zum Beispiel, wenn man jetzt Laufen nimmt oder Gehen, da wird halt die Strecke per GPS aufgezeichnet und da ist anfangs das Rot unterlegt und sobald er ein GPS-Signal hat, dann grün und dann geht das auch schon los und dann wird nicht nur die Strecke aufgezeichnet, die man sich dann auf dem Handy bzw. in der App anschauen kann über so eine Karte, sondern die wird dann auch die Strecke farblich hinterlegt, so dass man dann gucken kann, wo ist man schnell gegangen, wo ist man langsam gegangen und auch das schön. Generell gibt es bei den Apps oder Anwendungen, die auf der Uhr sind, viele Daten zu sehen. Man muss zum Beispiel, wenn man auf diesen Startscreen ist und man nimmt sich hier, was weiß ich, den Puls oder sowas und dann tippt man, oder Schlaf, dann tippt man einmal nochmal drauf und dann kommen dann auch die verschiedensten Daten, die man da bekommen kann, also die Uhr messen tut und errechnet, und das ist echt ganz nice. Dieselben Informationen kriegt man auch über die App. Die Amazfit GTS
4 Mini ist ja nicht nur irgendeine Uhr, sondern eine Fitnessuhr. Das heißt, wir haben hier auch verschiedene Sportarten drauf. Insgesamt 120 Stück. Und boah, und da ist alles dabei. Von Laufen, Gehen, Yoga, E-Sport sogar und so weiter und so fort. Um sich da seine richtige Sportart auszusuchen, kann es natürlich auch ein bisschen dauern, weil das ist alles so ein bisschen verschachtelt. Und ja, man hat zum Beispiel verschiedene Ordner dann, wenn man auf mehr geht, wie zum Beispiel Außentraining, Innentraining. Bei Innentraining allein sind 24 Sportarten enthalten. Und wie gesagt, wenn man da jetzt nicht gerade nur laufen geht oder schwimmt, dann ja, kann es schon dauern, bevor man mit dem Sport anfängt, weil man da erstmal die richtige Anwendung sich suchen muss. Schöner wäre es gewesen, wenn man sich hätte jetzt seine Lieblingssportart oder die Sportart, wie man immer betreibt, ich sage jetzt mal auf den Startbildschirm ziehen könnte. Das wäre echt nice gewesen. So braucht man nicht jedes Mal in den ganzen Unterordnern suchen. Aber gut, vielleicht kommt das ja noch. Wir werden schauen. Dann gibt es noch eine Sache, die mir nicht ganz so gefällt. Das ist der dicke Rahmen. Ich meine, wenn man jetzt so ein schwarzes Hintergrundbild hat oder ja, dann fällt das nicht auf. Man kann die Uhr auch so einstellen, dass das Zifferblatt immer angezeigt wird. Aber das sollte man sich überlegen, weil dadurch hält der Akku bestimmt nicht so lange, wie ich anfangs erwähnt habe. Übrigens, die Synchronisation mit dem Smartphone ging bei mir immer top. Die Reichweite des Bluetooth ist immer abhängig von den Gegebenheiten. Ich kann nur so sagen, wenn ich jetzt mein Smartphone unten in der Küche hätte und ich sitze hier oben im Dachgeschoss, ja, dann werden mir immer noch Benachrichtigungen angezeigt und ja, Benachrichtigungen sind auch wunderbar abzulesen auf der Uhr. Der Text ist angenehm groß, man braucht also keine Lupe, ihn zu lesen, und durch das helle Display, also beziehungsweise und durch das AMOLED-Display kann man Nachrichten wunderbar ablesen. Also das passt auch. Wasserfest ist die natürlich, habe ich jetzt nicht getestet, die war nicht schwimmen, war auch mit ihr nicht duschen. Ganz wichtig ist, für alle Leute, die das jetzt hier interessiert, mit der Uhr kann man nicht telefonieren, sie ist also nicht LTE-fähig und man kann auch nicht bargeldlos bezahlen, weil sie auch kein NFC mit an Bord hat. Wer sowas will, muss ein bisschen tiefer in der Tasche greifen, weil diese Uhr ist für einen und den anderen immer noch teuer, kostet 99,90 €. Aber ich finde, das ist das Geld wert für die Uhr. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass man auch viel einstellen kann, wie auch zum Beispiel den Hintergrund. Da muss man dann aber in die App und da geht man dann auf Ziffernblätter und da kann man dann so Custom Designs runterziehen oder Custom Backgrounds und da kann man sich dann ein Foto einfügen. Viel bearbeiten kann man nicht. Man hat dann da die Uhrzeit und darunter dann einen Wert eingeblendet, entweder Schritt, den kann man sich noch, also die Schrittzahl, die Schrittanzahl, den kann man aber noch ändern zwischen Herzfrequenz, Akku und tralala. Das wiederum muss man auf der Uhr machen. Das ist ein bisschen komplizierter. Schöner wäre es gewesen, wenn man das hätte auch in der App machen können. Was mir aber da überhaupt nicht gefällt, ist, dass zum Beispiel bei den Custom Designs, ja, also wenn man sich jetzt ein eigenes Bild runtergeladen hat, das wird da gar nicht angezeigt. Das wird da einfach nur so wie so ein Rauschen. Und das finde ich ein bisschen schade. Es sollte ruhig mal gefixt werden. Generell kann man ziemlich viele Ziffernblätter sich auswählen. Ich glaube, es waren 150 Stück insgesamt. Und ich denke, da ist für jeden was dabei. Ich persönlich komme immer wieder auf das Ziffernblatt zurück, was am Anfang eingestellt war. Das finde ich am besten. Da ist alles drauf. Ja, Akkuanzeige, Schrittanzeige, Puls, das Wetter und natürlich das Datum. Was ich mir wünschen würde, wäre jetzt zum Beispiel bei der Wetter-App, die scheint nur 2 Bilder zu haben, also als Hintergrund. Ich meine, die Wetterdaten werden korrekt angezeigt, die erholt sich ja die Daten von dem Smartphone, was ihr aktuell benutzt.
Aber so der Hintergrund, da ist entweder immer Sonne oder Regen. Und abends, wenn es dunkel ist, ist auch immer Sonne oder Regen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass die Uhr zumindest zwischen Tag und Nacht unterscheidet, dass man dann vielleicht als Hintergrund dann den Mond hat oder sowas. Aber okay, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Alexa-Integration ist natürlich auch, funktioniert auch ganz gut. Und entweder man hat die Uhr so eingestellt, dass man über den seitlichen Knopf, wenn man den länger drückt, dann halt den Sprachassistenten aufruft. Oder man wischt dann einfach von links nach rechts und hat man da gleich oben Alexa stehen. Stopp. Da kann man dann halt zum Beispiel Fragen stellen, wie zum Beispiel, ja, erzähl mir einen Witz, und das funktioniert einwandfrei. Allerdings, dadurch die Uhr keinen Lautsprecher besitzt, wird es dann in Text ausgegeben. Ja, noch was vergessen. Fernauslöser für die Foto-App funktioniert einwandfrei. Es funktioniert auch, wenn man jetzt einen Music Player auf dem Smartphone aufhat, und da kann man da halt die Musik mit der Uhr anhalten und zum nächsten springen und so weiter. Auch das funktioniert einwandfrei. Also ihr seht schon, ich bin von der Uhr wirklich angetan. So, das waren jetzt meine Erfahrungen, die ich in den letzten 2 Wochen mit der Uhr gemacht habe. Und wie ich bestimmt schon mehrmals hier in dem Video erwähnt habe, mir gefällt die Uhr ganz gut. Ich kann sie auch durchaus empfehlen. Wie gesagt, ihr müsst dran denken, sie ist nicht LTE-fähig und hat auch kein NFC. Wer sowas braucht, muss wirklich tiefer in die Tasche greifen. Ansonsten findet ihr einen Link zu Amazon in der Videobeschreibung, und da könnt ihr euch die Uhr mal angucken. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Uhr, dann stellt sie mir in den Kommentaren. Ich versuche sie zu beantworten. Es kann sein, dass ich nicht gleich antworte. Ich bin nicht 24 Stunden am Tag am Computer. Also müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich würde erstmal sagen, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!